Ja, der erste Ratschlag wäre, mach dir bewusst, was deine Stärken sind und verlass dich eben auf diese Stärken in neuen, vielleicht ungewissen Situationen. Der zweite Ratschlag wäre, fördere dein globales Denken und nutze die Chancen, die dir die zunehmende Globalisierung bietet. Und der dritte Ratschlag wäre, folge bei Entscheidungen deiner Begeisterung für Produkte, für ein Thema, denn diese Begeisterung ist die höchste Motivation, die du finden wirst, um deine Ziele zu erreichen. Markus Schachner, Head of R&D, Technical Department Vehicles, am Standort der Konzernzentrale der Rosenbauer International AG, hier am Standort in Leonding. Das Coolste am Job des Entwicklungsleiters ist, dass man gemeinsam mit einem Team, gemeinsam mit Mitarbeitern in der Gestaltung eines Produkts mitwirken darf und dabei in unterschiedlichen Phasen einer Produktentstehung tätig sein kann. Das beginnt mit der Produktdefinition, geht über den Designprozess, wo man versucht, ein Gesamtfahrzeugdesign zu finden, über den Konstruktionsprozess bis hin dann zum Prototypenbau und zu den Prototypenversuchen und schlussendlich in der Serieneinführung eines neuen Produkts im Markt mündet. Und dann gemeinsam mit dem Entwicklungsteam zu sehen, wie dieses neue Produkt von unseren Kunden begeistert im Markt aufgenommen wird, das ist der coolste Augenblick als Entwicklungsleiter und als Entwickler. Sicherlich die Schwierigkeit, dass man immer so viel Zeit findet, wie es jetzt ein Thema benötigt und auch der Mitarbeiter immer das Gefühl hat, man hat ausreichend Zeit in das Thema investiert. Und diesen Abgleich zu finden, so viel Zeit sich zu nehmen, wie es ein Thema braucht, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Rosenbauer ist Marktführer im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Meine Funktion dabei ist die Entwicklungsleitung Fahrzeuge. In dieser Funktion verantworte ich sämtliche Entwicklungsprojekte der Baureihen Kommunallöschfahrzeuge, Flughafenlöschfahrzeuge und jene der Sonderfahrzeuge. Dazu zählt, dass ich diese Entwicklungsprojekte, die sehr unterschiedlich sein können, hinsichtlich der Erreichung ihrer technischen Ziele, hinsichtlich der Erfüllung der Qualitätsanforderungen, aber auch hinsichtlich der Einhaltung der Termine begleite und gleichzeitig sicherstellen darf, dass die Produktkosten und die Entwicklungsaufwendungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens bleiben. In dem Zusammenhang fallen natürlich die klassischen Führungsaufgaben an, wie Mitarbeiterführung, aber auch wie Ressourcenplanung, Budgetplanung und organisatorische Themenstellungen rund um die Abteilung, wie auch Prozessthemen. Wenn ich ein Beispiel geben darf, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie stellen wir uns in der Abteilung auf, um zukünftig eine Unternehmensstrategie zu bedienen, beziehungsweise wie gestalten wir einen Änderungsprozess, um Änderungen künftig nachhaltig zu einer Entscheidung zu führen. Ich habe mich eigentlich sehr frühzeitig für einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt entschieden, indem ich die HTL für Maschinenbau besucht habe. Habe nach Abschluss dieser HTL entschieden, für ein Jahr ins Berufsleben einzusteigen, war dort als Konstrukteur tätig, mit dem ausschließlichen Ziel, so viel Geld zu verdienen, dass ich mir mein Studium der Mechatronik in Linz an der Johannes-Kepler-Universität finanzieren kann. Dieses Studium habe ich dann 1994 gestartet und ich habe während meines Studiums dann schon immer bewusst Wert darauf gelegt, dass ich das, was ich im Studium auf der theoretischen Seite lerne, auch auf der praktischen Seite in der Wirtschaft anwenden kann und war dort
in Nebenjobs als Programmierer für Datenbanksysteme tätig, genauso wie in Projektarbeiten und Diplomarbeiten als Entwickler für Messtechniksysteme und hydraulische Antriebe. Und habe nach Abschluss des Studiums die Chance bekommen, beim süddeutschen Automobilhersteller meinen Berufseinstieg zu finden, war dort dann anfangs als Entwickler für ein mechatronisches Fahrwerkssystem tätig und war dann im Anschluss als Projektleiter für ein größeres Entwicklungsprojekt verantwortlich und wurde im Zuge dieser Tätigkeit dann ins Management dieses Automobilkonzerns berufen, wo ich in weiterer Folge die Abteilungsleitung für eine Entwicklungsabteilung innerhalb der Gesamtfahrzeugentwicklung übernehmen durfte. Und ja, 2011 dann erhielt ich das Angebot von Rosenbauer, hier die Entwicklungsleitung im Bereich der Fahrzeuge zu übernehmen, deren Funktion ich jetzt nun seit Ende 2011 mit viel Freude nachgehen darf. Ja, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, für diesen Job fundierte technische Ausbildung mitzubringen, denn das ist die fachliche Basis, die Sie brauchen. Auf der anderen Seite sind Sie in diesem Job damit konfrontiert, dass Sie immer wieder sehr unterschiedliche Blickweisen auf ein Thema finden müssen. Das kann im einen Augenblick eine sehr detaillierte technische Tiefe erfordern und im anderen Augenblick aber eher globale strategische Blickweise finden müssen. Und diese Flexibilität im Denken, ich glaube, das ist eine wesentliche Eigenschaft, die Sie zusätzlich neben der fachlichen Ausbildung für so einen Job mitbringen müssen.